Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich einen saftigen Schokoladenkuchen backe. Zunächst einmal hacke ich Schokolade klein. Es ist eine gute Gelegenheit, auch noch Reste zu verwerten. In einen Schlagkessel schneide ich die Butter in kleine Stücke. Das macht das Schmelzen einfacher und darauf gebe ich die zerkleinerte Schokolade. Meine Königskuchenform fette ich sorgfältig und großzügig ein. Den Backofen heize ich schon mal auf 180 Grad Celsius vor. Ein Topf mit etwas Wasser darin wird aufgesetzt und erhitzt, der Schlagkessel darauf gesetzt, damit die Schokoladen-Buttermischung schmelzen kann. Bis es soweit ist, gebe ich in eine Rührschüssel 3 Eier. Zucker, Mehl, gemahlene Haselnüsse und die weiteren Zutaten stehen abgewogen daneben. Das Backpulver wird unter das Mehl gemischt, hinzu kommt noch eine Prise Salz. Die Butter ist bereits geschmolzen, die Schokolade braucht noch ein wenig, die Hitzezufuhr unter meinem Wassertopf kann aber bereits ausgeschaltet werden. Der Zucker wird zu den Eiern gegeben und diese werden nun schaumig geschlagen, bis die Masse cremig-weißlich wird. Den Farbunterschied könnt ihr hier sehen. Es dauert vielleicht 2 bis 3 Minuten. Die Schokolade ist am Schmelzen und mit ein bisschen Rühren kann man nachhelfen. Sobald alles flüssig ist, wird die Schokomischung in die aufgeschlagenen Eier gegossen. Es ist nur ein klein wenig umständlich, denn zwischendurch muss man den Mixer absetzen und die Schokolade mit dem Teigschaber aus der Schüssel kratzen. Die Schokolade kühlt sich in der Eimasse ab und wird fester. Einmal untergerührt, gebe ich nun die Haselnüsse und das Mehl darauf, sowie ein paar Tropfen Zitronensaft, denn etwas Säure ist immer gut, wenn man Backpulver verwendet. Mehl und Haselnüsse werden nun untergerührt, wobei man es nicht übertreiben braucht. Ich habe dazu ungefähr 24 Sekunden benötigt und zeige das hier ungekürzt und nicht beschleunigt. Zum Schluss fahre ich noch einmal mit dem Teigschaber über den Schüsselrand und Boden, damit all die Zutaten, die sich dort befinden, zu guter Letzt auch noch ihren Weg in den Teig finden. Meine Form habe ich zum Glück ja schon vorbereitet, so dass ich nun alles einfüllen kann und der Kuchen wandert nun für 30 Minuten in den erwartungsvollen Backofen, damit er endlich backen kann. In dieser Zeit bereite ich die Glasur vor. Zunächst einmal wird wieder Schokolade gehackt. Sahne wird in einem Topf erhitzt und über die Schogi gegossen. Beides lässt man nun einen Moment stehen, bis die Schokolade geschmolzen ist. Falls das nicht passieren sollte, muss sie noch einmal über Wasserdampf erhitzt werden. Ist die Schokolade geschmolzen, lässt man die Mischung nun abkühlen, damit sie wieder etwas fester werden kann. Der Kuchen ist nun fertig gebacken und kann aus der Form genommen werden. Auf einem Kuchengitter lässt man ihn abkühlen. Unter das Gitter habe ich etwas Backpapier gelegt, denn nun wird der Kuchen mit der Glasur übergossen und das ist immer ein bisschen Sudelei. Am besten fängt man mit den Rändern an, denn das ist das langwierigste. Mit einem Versatzspachtel und einem Löffel kann man die Ränder wie gezeigt ganz gut mit der Glasur bedecken. Hier ist ein bisschen Geduld gefragt. Zum Schluss gibt man die Glasur auf die Oberseite und darauf gebe ich die gerösteten, gehackten Haselnüsse. Die Glasur muss nun noch auskühlen, dabei ist sie bei mir auch noch dunkler geworden. Der Kuchen ist sehr weich und schmilzt fast schon im Mund. Die Glasur mit ihren Nüssen trägt zu einer kleinen, geschmacklichen Schokoladenexplosion bei. Da recht wenig Mehl verwendet wurde, wird der Kuchen auch nicht so schnell trocken. Vielleicht probiert ihr das Rezept ja einmal aus. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung und wie immer guten Appetit!